Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute arbeiten wir kleine Sterne, die wir aus einzelnen Jelly Roll Streifen zusammensetzen. Jeder dieser sehr unterschiedlichen Sterne besteht aus immer dem gleichen Grundelement. Das variieren wir und setzen es immer wieder unterschiedlich ein. Das Ganze arbeiten wir aus den Jelly Roll Streifen, die bei mir jetzt übrig geblieben sind von meinem Lone Star Quilt, denn ich möchte später die kleinen Sterne gemeinsam mit dem Lone Star Quilt in meinem Quilt verarbeiten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir starten mit dem ersten Stern. Wir fangen mit dem einfachsten Stern an, also mit dem Stern mit den wenigsten Nähten. Um unseren Stern arbeiten zu können, brauchen wir 4 gleiche Elemente. Um diese Elemente zu erstellen, brauchen wir von unserem Hintergrundstoff 2,5 Inch breite Streifen und wir brauchen Jelly Roll Streifen. Von beiden Streifen schneiden wir 4,5 Inch lange Streifen zurecht. Wir schauen, dass unsere Jelly Roll Streifen genau gerade liegen. Schneiden unser Anfangsstück zurecht und schneiden nun 4,5 Inch von unserem Streifen. Aus unseren Jelly Roll Streifen wählen wir ebenfalls einen Streifen und wir schneiden 4,5 Inch ab. Und um unsere ersten 4 Elemente zu arbeiten, so wie unsere vorbereiteten Elemente, die hier nun liegen, nehmen wir 2 Hintergrundstoffe, legen die genau übereinander. Wir nehmen 2 Jelly Roll Streifen von unseren schönen Stoffen, legen die ganz genau übereinander und wir schneiden unseren kleinen Stapel einmal diagonal von der Spitze bei mir links oben bis zur Spitze rechts unten. Legen das an und wir schneiden. Unsere kleinen Stapel legen wir nun einmal auseinander. Wir haben 4 farbige Stoffe. Wir haben 4 Hintergrundstoffe und unsere 4 so gebildeten Rechtecke nähen wir einmal an der Nähmaschine zueinander. Unsere Rechtecke haben wir aus 2 Stoffstücken zusammengesetzt. Das Ganze möchten wir nun nähen. Das heißt, wir nehmen das einmal mit zur Nähmaschine. Wir schlagen beide Schnittkanten übereinander, legen beide Stoffstreifen, beide Stoffstücke mit der rechten Seite aufeinander und wir nähen das Ganze mit der gewünschten Nahtzugabe ab. Bei mir ist das 1/4 Inch. Ihr wählt die Nahtzugabe, mit der ihr gerne arbeiten möchtet. Wir schieben das Ganze unter unsere Nähmaschine. Ich habe hier meine 3 Linien gewählt. Die mittlere Linie gibt mir die Naht an. Die beiden äußeren Linien geben mir an, wo ich mein Stoffstück ansetzen muss, damit ich genau mit diesem 1/4 Inch Nahtzugabe nähen kann. Ich habe ein 1/4 Inch Füßchen eingesetzt, eine 80er Nadel. Wir können in einer Naht alle Rechtecke zueinander nähen. Wenn wir mögen, können wir hier, damit wir die untere Stelle sichern, direkt unsere Nadel einstecken. So.
Wenn die Nadelspitze an unser Nähfüßchen stößt, dann halten wir einfach nur unsere Nadel fest, so, und unser Transporteur schiebt den Stoff weiter, unsere Nadel ist fixiert und so wird der Stoff einfach von der Nadel gezogen. Und das Ganze läuft gerade unter unserer Maschine durch. Da alle 4 unterschiedlichen Sterne aus dem gleichen Rechteck bestehen, können wir eine ganze Kette farblich ganz unterschiedlicher Rechtecke abnähen und nachher schauen, welchen Stern wir denn nun daraus arbeiten möchten. Wenn wir alle unsere Rechtecke abgenäht haben, babam, holen wir sie einmal unter der Maschine hervor. Hey. Wir schneiden unsere Rechtecke auseinander und wir möchten das Ganze einmal bügeln. Wir pressen das Ganze und wir schlagen unsere, dunkle Seite nach außen. Wenn wir alle Elemente gebügelt haben, möchten wir einmal alle Rechtecke trimmen. Unser Rechteck soll nun eine Größe von 2 x 4 Inch bekommen. Das legen wir einmal genau an. Moment. Wenn wir das Ganze nun zuschneiden, ergibt sich die Nahtzugabe von ganz alleine. Upp. Yay. Wenn wir alle Rechtecke versäubert haben, sehen wir uns hier an der Nähmaschine sofort wieder. Hey. Unsere Rechtecke haben wir fertig vorbereitet und wir beginnen mit dem ersten Stern. Yay. Wir legen einmal unseren Stern aus, drehen das Ganze einmal, legen den ersten Stern, die erste Zacke, drehen das Ganze, legen die zweite Zacke aus, drehen erneut, das ist die dritte Zacke und ein letztes Mal drehen wir das Ganze um und wir haben die vierte Zacke. Unsere nun fehlenden Randstücke schneiden wir aus einem 2,5 Inch breiten Streifen mit einer 4 Inch Länge zu. Und wir verteilen das Ganze einmal. Und so schaut das Ganze aus. Das möchten wir nun einmal zusammennähen. Wir schlagen einmal rechts auf rechts die erste Seite zueinander, nehmen das mit zur Nähmaschine, richten das ganz genau aus und wir nähen das einmal mit unserer Nahtzugabe ab. Die zweite Seite. Wir schlagen das über. Wenn ihr den farbigen Streifen oben sehen möchtet, schlagt ihr das einfach zur anderen Seite. Und wir nähen das Ganze ab. Unsere 4 fertigen Sternelemente schneiden wir auseinander und wir bügeln. Wir bügeln die ganzen Seiten wieder zur dunklen Seite, damit wir unsere Naht nicht hier doppelt knicken müssen. Wir pressen die Naht und schlagen das Ganze einmal zur Seite. Diese 4 Zacken setzen wir nun zueinander. Eine Zacke, die zweite Zacke, die dritte Zacke und unsere vierte Zacke. Wir schlagen 2 Seiten übereinander und nähen das einmal ab. Das sieht gut aus. So.
Wir schlagen beide Seiten auseinander. Die erste Seite und unsere zweite Seite. Beide Seiten legen wir übereinander und nun, Moment, einmal schauen, ob wir das scharf gestellt kriegen. Wo ist es denn? Hier ist es. Wir legen beide Nähte genau übereinander und unsere Nahtzugaben schieben sich nun gegeneinander. Wenn wir das unter die Maschine legen, dann schiebt unser Nähfüßchen diese Naht, treibt die ein bisschen so gegen diese Kante. Und das möchten wir gerne haben. Das legen wir unter unsere Maschine. Und unsere Abschlussnaht ist gesetzt. So schaut das Ganze aus. Was wir nun noch machen, damit das Ganze richtig schön fallen kann, ist, wir möchten unsere Nahtzugabe von der Rückseite ausrichten. Wir möchten, dass alle 4 Nahtzugaben in gleiche Richtung wandern. Wir schlagen das noch einmal zusammen, nehmen den Nahttrenner. Hier ist unsere letzte querlaufende Naht und hier sind 2 Maschen von der zuvor genähten Naht. Die 2 Maschen, die dieses Stoffstück zusammenhalten, und die lösen wir einmal. Auf der einen Seite von dem einen Stoffstück, das gleiche finden wir auf dieser Seite und auch hier, Moment, so, lösen wir einmal diese Maschen. So, schneiden diese Zippel ab. Und wenn wir das Ganze jetzt aufklappen, können wir unsere Nahtzugabe ohne Probleme immer in die gleiche Richtung legen. Und in der Mitte unseres Stoffstücks, in der Mitte unseres Sterns, ergibt sich auf der Rückseite noch ein kleines neues Quadrat. Und das drücken wir einfach nur flach und fest. Wenn wir das jetzt bügeln, dann bekommen wir eine schöne, flache Mitte. Der erste Stern ist fertig und den hängen wir nun einmal an unsere Wand. Mit unserem zweiten Stern verfahren wir ganz ähnlich. Wir haben unsere vorbereiteten Rechtecke und wir legen unsere Rechtecke auf gleiche Weise aus. Wir legen unsere Stoffstreifen dazu aus der Hintergrundfarbe. Und was wir nun machen, nun kommt die Änderung. Wir schneiden uns 4 2,5 mal 2,5 Inch große Quadrate zu und diese Quadrate legen wir auf unseren Hintergrundstreifen. Als nächstes ziehen wir eine Linie an unserem schon eingenähten farbigen Stoffstück, beginnen wir am oberen Punkt und am äußeren Stoffrand nehmen wir den unteren Punkt. So. An allen 4 Stoffstreifen. So, das ist der Stern, den wir nun arbeiten wollen. Und ihr seht schon, so, wir haben unsere Linien von einem Punkt zum anderen eingezeichnet. Und wir nehmen jedes einzelne Hintergrundstoffstück mit zur Nähmaschine. Und wir nähen einmal ganz genau über unseren Strich. Unsere eingenähten Ecken möchten wir nun einmal zur anderen Seite bügeln. Und wenn wir das gut gemacht haben, dann legt sich unsere Ecke ganz genau richtig. Wenn wir das nicht so gut gemacht haben, dann schiebt sich unsere Ecke so ein bisschen schräg. Das ist kein Problem, wir haben noch nichts zugeschnitten. Wir können also nur ein kleines Stück, wir brauchen also nur ein kleines Stückchen trennen und können das Ganze erneut ausrichten. Und bevor wir zuschneiden, möchten wir sicher sein, dass wir es richtig haben. Also wollen wir das Ganze einmal bügeln. Pressen einmal die Naht. Wir schlagen das Ganze nach außen.
und bügeln. Von unseren Zacken schneiden wir nun die unteren beiden Stofflagen ab. Legen ein 1/4 Inch Nahtzugabe an oder 0,5 cm, was auch immer wir mögen. Und wir schneiden das Ganze einmal zurecht. Unser Stern setzt sich zusammen und wie beim ersten Mal nähen wir alle Sternseiten aufeinander, sodass aus jedem Teilstück ein Quadrat entsteht. Unsere Nahtzugabe bügeln wir zur stumpfen Seite. Die spitze Seite bleibt erhalten und diese stumpfere, kleinere Seite verschwindet in der Nahtzugabe. Wir nähen die Seiten zueinander und wir schließen die letzte Naht. Und unser zweiter Stern ist fertig und auch den hängen wir einmal auf. Unsere nächsten beiden Sterne entstehen aus diesen 4 Rechtecken. Von unseren Jelly Roll Streifen nehmen wir 4 Rechtecke, 2,5 Inch breit und 4 Inch lang. Wir nehmen also 4 Stücke von unserer Jelly Roll. Auf diese 4 Stücke legen wir nun unsere genähten Rechtecke. Als nächstes schneiden wir unsere Stoffstücke zu. Unsere erste Naht verläuft quer über die gesamte Länge. Der nächste Schnitt läuft quer über die ganze Länge in die entgegengesetzte Richtung. Es entsteht ein X. Und dieses X schneiden wir einmal ein. So schaut das Ganze aus. Wir nehmen und wir legen einmal beide Stoffe zueinander. Ein farbiges Stück und ein schon genähtes Stück. Und es entstehen 2 unterschiedliche Zackenreihen. Diese Zackenreihen möchten wir nun einmal aneinander nähen. Wir haben 2 mal 4 Rechtecke für jeweils einen Stern. Wir starten mit dem Rechteckstapel, bei dem die Hintergrundfarbe wie ein V nach außen zeigt. Das Ganze legen wir einmal aus. Unsere kleine Zacke schiebt sich zwischen die beiden großen Zacken. Und wir drehen unsere Stoffstreifen 1/4 weiter, bis unser Stern sich zusammensetzt. Unseren Hintergrundstoff nehmen wir dazu, der hat eine Breite von 2,5 Inch mal 3,5 Inch. Und es bildet sich langsam unser Stern. Und auch hier nähen wir wieder die Quadrate zueinander. Unsere Quadrate nähen wir zu 2 Hälften zusammen. Aus unseren beiden Hälften wird ein Stern. Und wir können den nächsten fertigen Stein an unsere Wand hängen. Unseren vierten Stern legen wir wieder aus. Dabei legen wir nun dieses kleine eingefügte V zur Mitte. Unser Stern soll nicht in einer breiten Spitze enden. Wir möchten ja eine zusätzliche Zacke haben. Das heißt, wir nehmen noch einmal ein kleines Stoffquadrat. Diese Quadrate legen wir auf die Endstücke unserer Zacke. Passt das Ganze genau an. Wenn eure Zacken ein etwas anderes Maß als Ergebnis haben, dann schneidet ihr euer Maß zu. Und so schaut das Ganze aus. Nun möchten wir hier eine Zacke entstehen lassen. Wenn wir das einzeichnen, sieht das Ganze so aus. Wir starten in der Mitte
und ziehen unsere Nahtlinie nach außen. Das machen wir bei allen 4 Ecken. Wir nähen das Ganze ein und schlagen das einmal nach außen um. Auch hier schlagen wir wieder unsere umgebügelte Seite zurück und schneiden die 2 unteren Stoffstücke als Nahtzugabe zurück. Und wenn wir unseren Stern nun auslegen, haben wir nach außen hin 3 Spitzen. Wir legen unsere Stoffstücke an, 2,5 Inch breit und 3,5 Inch lang. Wir nähen das Ganze erneut zu Vierteln. Aus den Vierteln nähen wir Hälften. Aus unseren Hälften entsteht ein Stern. Und diese beiden letzten Sterne hänge ich nun noch an meine Wand. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen beim Sternenähen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!